Moin Moin, hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Heute gibt es hier eine Runde Shakes and Fidget. Heute befinden wir uns mal zur Abwechslung auf F24 auf meinem guten alten grünen Ohrkrieger, ja, wo wir jetzt eben gerade ganz frisch die 300.000 Ausdauer geknackt haben. Das war auf jeden Fall jetzt auch ein großes Zwischenziel bei mir hier auf dem Account. Und ich wollte euch heute in dem Video hier so ein bisschen erzählen, wie sind so meine Pläne hier auf dem Krieger, wie geht es hier weiter, was ist so mein Gameplan für den Server. Da wir ja jetzt ein bisschen weiter behind sind, auf jeden Fall in der Ehrenhalle und warum das Ganze so zustande gekommen ist. Ich denke mal, die meisten von euch werden es schon wissen, warum. Ne? Stichwort Toilette. Das auf jeden Fall erstmal soweit dazu. Und ja, ansonsten habe ich hier in dem Video einen kleinen Pilzcode irgendwo versteckt. Ja, da müsst ihr einfach aufmerksam das Video schauen. Irgendwo ist hier ein kleiner Pilzcode drin enthalten. Und wer den zuerst einlösen sollte, der kann sich über 250 Pilze freuen. Das ist so ein kleines Dankeschön auf jeden Fall von meiner Stelle aus an alle Leute, die noch so ein bisschen die YouTube-Videos hier aktiv mitverfolgen. Ja, ich weiß, das meiste verlagert sich heutzutage in den Zeiten jetzt eher auf Twitch rüber. Das ist auch gar kein Problem. Ja, da wir ja auch auf Twitch aktiv sind, ja, bin ich da ja auch sehr nah am Zahn der Zeit, sage ich mal, dran und an der Community, und deswegen ist das auch gar kein Problem. Nichtsdestotrotz möchte ich für alle Leute, die auf YouTube hier noch nach wie vor weiterhin auch aktiv sind, damit nur ein kleines Dankeschön sagen, eine kleine Aufmerksamkeit von meiner Stelle aus. Deswegen einfach aufmerksam das Video gucken und irgendwo seht ihr dann den Pilzcode versteckt. Ja. Genau, ansonsten, ja, mein Ohrkrieger ist momentan 640. Wir haben jetzt hier gerade die 300.000 Ausdauer geknackt. Stärke sind wir auf 310.000. Hier ist auf jeden Fall weiterhin so der Gameplan, dass ich auf dem Account hier weiterhin auf 50-50 gehe. Ja, früher habe ich es immer so gemacht, dass ich anfangs immer das Hauptattribut 50k vorgezogen habe und dann Ausdauer dann nachgezogen habe, die 50k, dass man dann wieder auf 50-50 ist und dann wieder 50k Hauptattribut und dann wieder Break-Even mit Ausdauer. Das habe ich einfach nur deswegen gemacht in der Vergangenheit, weil mehr so im Early- und Mid-Game ist vielleicht noch ein bisschen wichtiger ist, Dungeons zu pushen. Bis zur Stufe 632 sollte man ja schnellstmöglich kommen, weil da ja das Gold-Cap ist. Genau, und da habe ich mir gedacht, okay, ein bisschen mehr Stärke kann nicht schaden, vielleicht ein bisschen Chancen erhöhen in den Dungeons und so. Mittlerweile, wo wir jetzt hier auch mehr im Late-Game angekommen sind und es nicht mehr wichtig ist, hier großartig Dungeons zu pushen, ja, ist es dann halt auch nicht dementsprechend so entscheidend, hier weiterhin diese Taktik zu verfolgen. Jetzt gehe ich mehr Richtung 50-50. Das ist dann für mich dann tatsächlich vielleicht noch ein bisschen besser fürs PvP und dann ist man da auch ein bisschen konstanter, ja. Ansonsten, genau, habe ich hier auch mir auch noch ein paar Dungeons aufbewahrt, beziehungsweise gut, viel weiter komme ich hier auch nicht auf dem Krieger. Wir sind hier bei der 308 im Sandsturm, Schattenwelt. Wir haben hier die neuen Dungeons schon eliminiert, auch fürs Sammelalbum und so weiter, dass wir da wieder top aufgestellt sind. Ja, aber jetzt mache ich hier auch erstmal weiterhin keine Dungeons. Auch die Dauerschleife habe ich hier besiegt auf dem Account. Ja, also dahingehend habe ich hier schon ein bisschen was gemacht von der Stufe her, ja, aber jetzt wird auch erstmal nichts mehr an den Dungeons weiter angefasst. Hier bin ich sogar auf dem Account, bin ich sogar weiter als auf meinem Battle Mage, ja, wo ich ja hier Stufe 701 bin, und hier haben wir sogar noch in der Lichtwelt einen offen oder zwei, Schattenwelt noch nichts gemacht und Dauerschleife auch noch nichts gemacht. Sowie beim Sandsturm sind wir bei Etage 64. Ja, wenn wir hier anfangen, neu zu pushen und neu zu equippen, dann wird es hier richtig scheppern vom Level her, und das wird dann halt eben ab Aura 400 gemacht, und das ist halt auch eben mein Plan hier für den Krieger. Aura 400 erstmal hochziehen und danach wird dann sich neu equipped, beziehungsweise vorher dann nochmal versucht zu leveln mit den Dungeons und dann halt eben in Kombination, ja, wird dann hier richtig fett eskaliert, denn momentan befinden wir uns hier immer im 40er, 50er Ranking, und das ist natürlich alles andere als das, was ich normalerweise hier so auf dem Server ja, repräsentiert habe, sag ich mal. Wenn man so die Basispunkte und sowas nimmt, war ich, glaube ich, in der Vergangenheit immer in den Top 10. Ich glaube sogar irgendwie so im 6er Bereich irgendwie so, also 6 stärkstes ja, Account auf dem Server.
Ich weiß nicht, wie es jetzt momentan gerade so ist, aber eigentlich müsste es immer noch sein, dass ich mich vielleicht hier weiter oben auf jeden Fall aufhalte, so von den ja, Basispunkten her. Nur die Total Stats sagen halt eben im Moment was anderes, ne? Und das geht halt ganz klar und deutlich, ja, ist die Toilette da dran schuld, weil halt eben man jetzt sieht, dass die Leute sich mit dem neuen Toiletten-Update neu equipped haben, ja. Und es gibt halt eben zwei Spielweisen, die man dann halt eben dabei machen kann. Entweder man nimmt das mit, man schwimmt mit dem Strom und sagt, okay, ich equip mich jetzt neu. Ja, dadurch hast du natürlich dann auch wieder Anschluss zu allen anderen Spielern. Gerade mit dem neuen Toiletten-Update, wo halt wirklich Tausende, Zehntausende, Hunderttausende Stat-Punkte gemacht worden sind, ist natürlich der Unterschied ziemlich gravierend. Und deswegen, ja, ist das halt eben auch dieser Unterschied, dass wir jetzt hier momentan uns dafür aktiv dagegen entschieden haben, gerade am ja, Geschehen mit teilzunehmen, sag ich mal. Was aber halt überhaupt nicht schlimm ist, denn uns läuft ja nichts davon. Ja, wir haben hier Stufe 632 schon erreicht und danach ist es egal, ob ihr Stufe 640 seid oder Stufe 800. Denn am Ende des Tages kriegt ein 632er das gleiche an Gold wie ein Stufe 800er als Beispiel, weil halt eben ab der Stufe 632 das Goldcap erreicht ist. Und demzufolge braucht man sich da keine Sorgen machen. Das heißt, wir verlieren effektiv keinen Fortschritt dadurch, dass wir uns nicht neu equipped haben. Ja, wir sind halt im Moment einfach nur ein bisschen schwächer als die anderen. Das kann natürlich auch Nachteile haben im Elevator oder wenn der World Boss nochmal kommen sollte, kann das natürlich ja, dann temporär zu Nachteilen kommen, weil man nicht so stark mithalten kann wie die anderen auf dem Server. Aber ansonsten läuft einen hier halt nichts weg. Ob ich mich jetzt neu equippe oder in 2 Jahren, wenn die Toilette da ist, ist ja relativ Wumpe, sag ich mal, weil wir dort halt eben genauso gut uns neu equippen können, wie wir es jetzt hätten machen können. Ne? Und die Basispunkte ist ja das, was dann halt eben daran so entscheidend ist. Und deswegen, ja, ist das auf jeden Fall hier auch mein Gameplan auf dem Server. Ich hatte mich auf dem Account dagegen entschieden und auf den Account, weil ich hatte es auf meinen Main gemacht und ich habe es jetzt nicht eingesehen, muss ich sagen, mich auf 3 Accounts jetzt neu zu equippen, dann ja, 1-2 Jahre die Toilette hochzuziehen und dann mich auf allen 3 Accounts nochmal neu zu equippen. Also insgesamt, dass man sich dann 6 Mal equippen müsste. Das fand ich ein bisschen krass und deswegen habe ich es auf mein Main gemacht. Da sieht man ja auch den Unterschied, sag ich mal. Da befinden wir uns jetzt gerade auch auf der 1. Deswegen, ja, da sieht man recht gut, wenn man halt eben oben mitspielen möchte, muss man auch immer aktuell equipped sein, so, ne? Das ist halt eben ganz klar. Und ja, hier habe ich es halt eben gemacht und auf dem Battle Mage und Krieger, ne? Auf dem Battle Mage sind da die Pläne bei mir relativ gleich, sag ich mal, wie auf dem Krieger, mit dem Update zur Toilette und so weiter und auch mit den, ja, mit der Skillung und mit den Dungeons auch. Das ist relativ identisch. Auf dem Battle Mage gehe ich auch 50-50 mittlerweile, wie halt eben auch hier auf dem Krieger. Auf dem Battle Mage finde ich es sogar noch ein bisschen sinnvoller, weil der halt eben noch davon profitiert. Je mehr Ausdauer er hat, desto mehr Schaden macht halt eben der Arkane Komet. Also da ist es nochmal besser, 50-50 zu gehen, aber auf dem Krieger ist es auch nicht verkehrt. Und ja, jetzt muss man halt eben, jetzt ist es quasi halt ein Geduldsspiel, jetzt muss man sich hier ein bisschen in Geduld üben, damit wir hier auch dann, ja, dann irgendwann oben wieder mitspielen, aber so lange läuft uns hier ja dann auch nichts davon. Genau, ja, gut, die Weekly haben wir hier auch schon am Start, die werden wir dann morgen komplettieren. Ja, ich hatte tatsächlich eben gerade schon eine Aufnahme gemacht, aber da hatte ich leider mein Mikrofon gemutet. Da hatten wir live die 300.000 Stat-Punkte im Video vervollständigt und jetzt musste ich die Aufnahme leider nochmal neu machen, weil das Mikrofon gemutet war. Das ist mir schon lange nicht mehr passiert, ja, aber es kommt hin und wieder auf jeden Fall mal vor. Genau, ja, das auf jeden Fall soweit das Status-Update hier, auch zu meinem Krieger auf F24. Mit der Holzfällerhütte läuft auch alles soweit tippitoppi. Hier sind soweit alle eigentlich aktiv. Es gibt mal jemanden, der mal hier und da einen Tag vielleicht mal inaktiv ist oder so. Aber ansonsten bin ich hier noch sehr zufrieden. Auch von der Gilden-Ehrenhalle her sind wir immer noch auf der 5 und da läuft auch alles nach wie vor so,
wie es vorher auch gewesen ist. Wir können uns ganz gut halten und hier passiert nicht allzu viel auf dem Server, sag ich mal. Ne? Deswegen kommt auch nicht allzu viel hier ein Video, weil hier ja passiert wirklich nicht relativ viel. Und jetzt gerade mit der Pause, sag ich mal, was so Dungeons, neue Equipen und sowas angeht, passiert hier halt nochmal ein bisschen weniger. Ja, deswegen kommt momentan gerade so viel auch von meinem Main. Gut, aber das soll es soweit zu dem Video heute gewesen sein. Kleines Update hier von meinem geliebten grünen Orkkrieger. Ja, ich warte immer noch auf ein passendes Item hier für den Gürtel, weil ich habe mich ja auch hier komplett grün equipped, beziehungsweise grün ja, so transmoggt, dass das auch zu dem Skin hier passt. Ja, mir fehlt immer noch ein komplett grüner Gürtel irgendwie. Das ist so noch das Einzige, weil der ist zwar auch grün hier, so die Palme, aber der ist mehr gelb als grün und alles andere passt eigentlich super. Deswegen, ja, aber das nur als kleines kosmetisches nebenbei dazu. Alles klar, ansonsten soll es das für das heutige Video soweit gewesen sein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne eine Bewertung, Kommentar dazu da. Ansonsten wünsche ich euch noch einen super schönen Tag. Vielen Dank fürs Zuschauen. Haut rein und bis zum nächsten Mal.